Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin dabei mit Plattfuß und heute geht's weiter mit meinem Projekt VPin. Und was alles ich bisher gemacht habe, seht ihr nach meinem Intro. In meinem letzten Video habe ich euch alles erzählt, was für Teile ich mir besorgt habe. Da kamen jetzt noch ein paar Fragen auf. Zum Beispiel wurde gefragt, welche Bildschirme ich denn benutze. Als allererstes als Playfield-Bildschirm nutze ich den Changhong LED, irgendeine Zahlenkombination, ich schreibe es hier unten, blende ich das mal ein, damit ihr euch schlau machen könnt. Der hat mich 280 € gekostet. Er passt ganz genau in den Standard Williams Kabinett hinein. Man muss nichts machen, außer bei der Infrarotkappe von der Fernbedienung. Die muss man einfach schön abkappen, beispielsweise mit einem Messer, Säge oder sowas. Das ist das Einzige, das dauert 1,5 Minuten, geschwind ist das Plastik wegknipsen und schon passt der Bildschirm perfekt hinein. Als zweiten Bildschirm hier oben nutze ich einen BenQ 28 Zoll Monitor, der kostet ungefähr 180 €. Der passt ganz genau, wie ihr sehen könnt, in eine Backbox eines Williams Kabinett direkt hinein. Da müsst ihr nichts machen, ihr könnt den direkt reinmachen, ihr müsst keinen decasen, nichts. Als dritten Bildschirm nutze ich einen Acer P195 HQ, den habe ich gebraucht bekommen für 30 €. Ihr könnt theoretisch jeden anderen 18,5 Zoll Monitor nutzen, ihr müsst aber auf die Höhe achten. Wenn ihr hier so eine Standardbox wie ich nutzt, entweder macht ihr oben diese Leiste weg, ich werde die aber nachher nutzen, deswegen lasse ich sie dran. Dann könnt ihr das Ganze noch höher machen, dann könnt ihr auch einen 19 Zoll Monitor verbauen, aber mit den 18,5 Zoll Monitore seid ihr um einiges sicherer. So, das waren so die Fragen, die aufgekommen sind, und dann zeige ich euch mal, was jetzt von oben noch neu gekommen ist. Ja, Backbox. Die Frage kam auch auf, warum ich hier noch keine Blende reingemacht habe. Das liegt daran, dass ich diese noch nicht habe. Die liegt nämlich gerade beim Schreiner auf der CNC-Maschine, aber da der Schreiner gerade ziemlich viele Aufträge hat, macht er meinen, wenn er mal Zeit hat, irgendwann dazwischen. Das kann auch noch 3-4 Wochen dauern, weil das macht ein Freund von mir so privat mit. Er programmiert die Maschine halt mit und lässt es dann mal mitlaufen, wenn er Zeit hat. Aber natürlich sind Geschäftsaufträge wichtiger wie mein Privatkurs. Habe ich auch kein Problem mit. So. Also, jetzt zeige ich euch mal kurz, was ich schon gemacht habe. Ich habe nämlich hier unten, es wurde ich auch gefragt, eine kleine Holzblende eingefügt, genauso oben, wie ihr sehen könnt, so, damit nachher kein Licht zwischen Fernseher und Flipperkasten fällt. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen heute zum heutigen Thema, nämlich das Thema ist Kabelsalat, weil ich habe das Verkabeln begonnen. Ich hole das Ganze mal raus und zeige euch, wie das innen drin aussieht, und dann sieht man gleich. So, nun seht ihr also das Innere meines Kabinetts. Ich bin noch nicht fertig, nur damit ihr das wisst. Ich bin jetzt mittendrin am Verkabeln. Aber ihr seht schon, der erste große Vorteil, ich habe den Fernseher mit so einer Wandhalterung montiert. Ich kann ihn jetzt ganz alleine einfach schön nach vorne klappen oder nach hinten klappen, je nachdem, wo im Kabinett ich hin muss. Wenn ihr so Videos anguckt, jeder wird diese Lösung anders machen. Es gibt welche, die machen sich so einen Holzrahmen. Es gibt welche, die machen nur eine Wandhalterung, der nächste macht so einen Metallrahmen. Ich persönlich fand diese Lösung jetzt hier mit dem TV-Wandhaltung einfach so leicht, kostengünstig und es war wenig aufwendig. Jetzt nehme ich euch aber mal mit nach innen in das Kabinett, damit ihr mal seht, wie das Ganze von innen ausschaut. So. Hier vorne sehen wir gleich das Pin Control 1. Das habe ich auf einem kleinen Holz, ich sage einfach mal erhöht gebaut, sodass ich da leichter hinkomme beim Verkabeln. Und jetzt werde ich euch einfach mal so hier mitnehmen, von links nach rechts. Ich werde einfach hier anfangen. Hier sehen wir nun auch schon, die Knöpfe aus England sind endlich gekommen. Die haben eine integrierte Blattfeder. Und hier sehen wir die Schütze. Ich nutze Siemens 3RT, irgendeine Zahlenkombination. Ich blende sie nochmal unten ein, was ich benutze. Hier vorne sehen wir den Start- und den Exit-Knopf. Und dann sind hier noch weitere Schütze verbaut. Sowie hinten ein 24-Volt-Netzteil für die Schütze. Hier sehen wir mein Wavemaster Moody-System. Unter dem Holz liegt mein PC, den ich, wenn ich das Wavemaster Moody ausbaue, die Bassbox, kann ich den einfach nach hinten rausschieben, sodass ich an den PC komme, wenn ich mal ran möchte. Kommen wir nun auf die andere Seite, das sieht eigentlich genau gleich aus. Hier hinten noch total verwirrt, noch kein Kabelmanagement bisher gemacht. Die ganzen Kabel von den Fernsehern, hier den Schütz noch, und hier vorne geht es weiter. Wir haben jetzt hier den sogenannten Rock Me Button, das ist der
einen Abschussknopf, nochmal einen Schütz und hier nochmal einen Schütz. Das hier ist Schütz für Flipperfinger, das vordere, falls ihr euch fragt. Und das hier wird für sogenanntes Slingshot das Schütz. Auch hier habe ich den Knopf wieder verbaut. Und hier seht ihr so kleine Magnetschnapper. So mache ich einfach meine Blenden fest. Da habe ich hier an den Blenden einfach hier so ein kleines Metallding. Schnappt sich dann das so schön hin. Ja, geh rein. So, und dann sieht das Ganze nachher so aus. Und das kann man ganz einfach lösen. Es muss ja nicht viel heben, außer sich selbst. Des Weiteren seht ihr hier meinen analogen Planger. Mit der Plangerhalterung von vpinshop.de funktioniert bisher ganz gut. Ich habe nur ein kleines Problem, weil ich es, glaube ich, falsch verkabelt habe. Das sehe ich dann noch. Da muss ich mit dem vPinshop nochmal schreiben, woran das liegt genau. Und jetzt hier unten, wir kommen ein bisschen näher an den Pin Control hin. Hier sehen wir den Pin Control selber. Oh, jetzt komme ich schon auf den Knopf. Das wird mit Micro-USB an den PC angeschlossen. Hier kommt der analoge Planger rein. Das sind meine Eingänge für die Knöpfe. Und hier kommen dann meine Ausgänge hin. Wie ihr seht, habe ich hier noch nicht wirklich belegt. Soweit bin ich noch nicht. Das wird noch kommen. Aber hier hinten sehen wir noch einen aktiven USB 2.0 Hub. Auch noch nicht so schön verlegt. Muss ich auch noch machen. Und hier sehen wir dann das Lautstärkeregelung von meinem Wavemaster Moody System. Da kann ich dann einfach laut und leiser machen. Und ich habe mir noch eine USB-Verlängerung gelegt, sodass ich dann ganz bequem neue Spiele etc. pp. Auf meinem PC aufladen kann per USB. So, viele haben mich jetzt gefragt, wegen den Schützen, wie denn das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, aktiviert es das Schütz und ich werde jetzt mal das Mikrofon so nah es geht an dieses Schütz heben, sodass ihr das mal hören könnt, wie das tatsächlich klingt, wenn im Spiel etwas passiert. Also könnte es kurz mal lauter werden. So, ich hebe jetzt das Mikrofon direkt hin. Das Mikrofon wieder festmachen. So, nun habt ihr also gehört, wie so ein Schütz im Spiel nachher klingt. Ich finde das sehr angenehm. Es ist nicht zu aggressiv, nicht zu leise. Die Siemens-Schütze finde ich persönlich am schönsten vom Klang her. Die sind auch relativ günstig. Die bekommt man auf eBay für zwischen 5 und 10 Euro. Ich habe meinen Teil von meinem Vater bekommen, von der Arbeit. Den Rest habe ich bekommen über eBay für, ich glaube, 6 Euro das Stück. Wenn ihr so nach Schützen sucht, ihr müsst, da gibt es immer so ein Ding, da steht dran, lauf ruhig oder besonders leise. Die sind für dieses Projekt absolut gar nicht, die sind eher schlecht. Und schaut eher nach klassischen Lauten, so wie man es eigentlich nicht möchte, weil eigentlich möchte man ja das leise haben bei sich im Hause, aber hier wollen wir ja Laute, das soll ja klacken und klackern. Und ihr hört ja, selbst wenn jetzt so ein bisschen weiter weg das Mikrofon ist, das ist gut laut, das macht richtig Laune. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze dann im Spiel ausschaut. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das sind die hinteren Schütze verkabelt. Das wird also noch digital dargestellt. Es tut mir leid, soweit bin ich noch nicht gekommen. Aber ich wurde auf Facebook unter anderem von vielen angeschrieben, bitte zeig uns doch mal, wie weit du bisher gekommen bist. So, ich werde kurz mal das Licht ausmachen, weil es gerne mal spiegelt, weil ich habe noch keine entspiegelte Scheibe. Ich hoffe, das ist jetzt um einiges angenehmer für euch zum Zuschauen. Im Moment habe ich zwar das Programm schon auf meinen Rechner geladen, habe es aber noch nicht im Autostart. Das heißt, ich muss es noch per Maus und Tastatur von Hand aktivieren. Wenn ich aber mal fertig bin, dann wird das alles automatisch beim Anschalten direkt hochgefahren in dieses Programm. Und das wird richtig leichter. Was ich mir jetzt auch noch zusätzlich bestellt habe, dass mein Fernseher automatisch angeht, das ist ein USB-CEC Adapter. Ich glaube für 45 Euro aus England. So dass wenn der PC angeht, automatisch auch der Fernseher mit angeht. Und es tut sich dann um einiges leichter. So, ich öffne jetzt mal das Programm, das heißt Pinball X. Und mit dem kann ich auf die verschiedensten Tische zugreifen. Ich mache mal kurz leiser, ich will nämlich keinen Content-ID-Treffer kriegen. Und ich hoffe, ihr könnt es schon sehen. Ich nehme euch einfach mal kurz näher. Hier haben wir jetzt die verschiedensten Tische drauf. Und die kann man einfach, indem man hier mit dem Flipperfinger drückt, durchwechseln. Ich habe es wie gesagt schon mir ein paar draufgeladen.
Und jetzt kommen hier verschiedene Serien. Wir sehen zum Beispiel hier, das ist Visual Pinball 10. Und das ist das aktuellste Programm. Jetzt Indiana Jones wäre noch Version 9. Ist jetzt nicht ganz so schön. Wir nehmen jetzt mal einen Mad Evil Madness. Einer der beliebtesten Tische überhaupt. Macht auch mir sehr viel Spaß. Und man kann das Ganze dann über die Flipperknöpfe und so bedienen. Man muss nichts können. Und ich versuche euch mal so ein bisschen hierher zu stellen, sodass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Ich mache das Ganze noch ein bisschen lauter. So. So sieht also der Flippertisch nachher fertig aus. Jetzt sagt uns das Spiel Insert Coins. Das mache ich, indem ich hier unten bei mir einfach virtuell Geld einschmeiße. So. Und dann drücke ich Start und schon kann das Ganze losgehen. So. Ich mache es nochmal kurz leise, damit ihr hört, wie diese Schütze mit, ich sag mal, Fernseher und Platte klingt. Und ich finde das ganz angenehm, das ist nicht wirklich laut, nicht wirklich leise, aber man kann es gut hören und es gibt ein gutes Force-Feedback-Gefühl. So, ich werde euch jetzt hier mal kurz ein bisschen abstellen und dann werde ich mal eine kleine Runde spielen, ich hoffe, ich kann es auch alles filmen. Ich hoffe, es ist alles drauf und dann seht ihr mal, wie das Ganze nachher fertig aussieht und damit ihr mal wisst, wie das näher dann aussehen soll. Bisher macht es mir schon richtig Laune. Ich kann richtig gut schon dran spielen. Es ist sozusagen spielbereit, aber noch nicht ganz, da ja ein Teil der Verkabelung noch fehlt. So. Ich werde euch jetzt einfach mal schön umdrehen, dass ihr seht, dass ich euch nicht lüge, dass ich hier mit den Flipperknöpfen spiele. So. Also ich spiele ganz normal hier mit den Flipperknöpfen. Da ist nichts Besonderes dran. Ich drücke jetzt hier auf Start. Der Ball rollt hinein und wie ihr hört, es funktioniert absolut gut. So. Viele von euch werden den Tisch kennen, einer der beliebtesten Tische überhaupt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ist euer liebster Flippertisch. Mein Liebling oder mein Favorit ist im Moment immer noch der Herr der Ringe. So, der Herr der Ringe ist für mich so der ultimative Flipper bisher, obwohl er von dem Hobbit sehr wahrscheinlich abgelöst wird. Ich könnte es mal zeigen hier, The Lord of the Rings, habe ich auch schon aufgeladen. Es sind jetzt bisher nur ein paar Tische zum Testen dabei. Hier zum Beispiel Street Fighter, dann habe ich hier Super Mario Bros. Schon drauf. Swords of Fury, das wäre der hier, wo tatsächlich in meinem Kabinett mal drin war. Ist interessant zu sehen, so hätte dieser Flipper dann mal in echt ausgesehen. Ich hoffe, ihr könnt das alles so richtig sehen, das ist ein bisschen schwierig. So, so hätte dieser Flipper tatsächlich ausgesehen. Einfach Start drücken, das Ganze geht los. Und das war's. So. So, das ist also nur mein Projekt V-Pin bisher. Ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Falls ihr irgendwelche Fragen noch zu meinem Projekt habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich auf Facebook an. Ich wurde von einigen gefragt hier wegen dem Bildschirm, die habe ich euch jetzt halt nochmal gezeigt. Ansonsten, die Flipperfingers, die funktionieren. Ich habe auch so gut wie keinen Delay. Das wird ganz oft in den Foren geschrieben. Wow, du hast einen Flipperfinger, boah, scheiße. Ich werde nochmal ein gesondertes Video machen mit 240 Bildern die Sekunde für euch. Vom Knopf drücken, bis er hochfährt. Es hat ganz genau, ich habe es mal gemessen, 4 Millisekunden Delay. Das hat ein echter Flipper auch. Also ich wüsste nicht, was mich da jetzt stören könnte. Ich kann das Ganze auch, ich kann es mal kurz zeigen, durch das Pin Control 1. Ich brauche jetzt nur den Ball. Der hat ein Nudging drin, das heißt, ich kann auch tatsächlich an dem Gerät rütteln und der Ball fliegt dementsprechend. Ich hoffe, ihr konntet es gerade sehen. Das ist jetzt schwierig, aber ihr müsst mir vertrauen. Man kann an dem Gerät rütteln und auch die Kugel bewegt sich dementsprechend. Ja, so, meine nächsten Schritte sind, ich werde die letzten Schütze dran verkabeln. Und dann geht es voll ans Programmieren. Ich muss auch noch mein RGB Ambilight montieren, damit das Ganze auch schön ein bisschen leuchtet und blinkt. Schön, wenn es dann mal funktioniert. Ja, eine Frage hatte ich noch, und zwar vom Verkabeln her. Ich glaube, das war der Seppi Zockt. Er wollte wissen, wie dieser Schaltplan aussieht. Drück einfach kurz auf Pause. Das ist der Schaltplan von meinem Pin Control 1. Wenn ihr euch das Pin Control 1 kauft, ist dieser Schaltplan auch dabei. Ihr müsst euch einfach ausdrucken, ist ein PDF dabei.
Dann wisst ihr, wie ihr es anschalten müsst. Ich bin kein Elektriker, ich habe mir das sehr schwer getan. Da muss ich mich jetzt mal bedanken bei meinem Vater. Der hat mir das sehr geholfen. Ich wäre da wahrscheinlich alleine aufgeschmissen gewesen. Ansonsten bedanke ich mich noch beim Chris, der mir mit meiner Software nochmal geholfen hat. Ich habe es nämlich nicht geschafft, auf Vollbild zu bekommen, bis er dann gemerkt hat, man muss im Pinball X unter Visual Pinball alles auf Nein stellen und nur Fullscreen auf Ja. Das hat dann funktioniert. Ansonsten, ich hoffe, ich werde diese Woche sozusagen fertig mit dem Verkabeln. Dann geht es noch ans restliche Programmieren und dann fehlt mir eigentlich nur noch die Blende von meinem Schreinerfreund und dann ist das Ding eigentlich soweit fertig. Wie es dann also bei mir zu Hause steht, seht ihr wahrscheinlich dann im nächsten Video, wenn alle Schütze funktionieren. Das werde ich euch dann auch nochmal zeigen, auch wie ich dann die ganzen Kabel vollgelegt habe, das Kabelmanagement richtig funktioniert. Ihr habt ja vorne schon gesehen, habe ich angefangen, die Kabel zusammenzulegen, dass es schön aussieht, wenn man was braucht. Ihr habt jetzt auch den Vorteil von dieser Wandhalterung gesehen. Hat alles Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, es wird dadurch schwerer. Ja, wenn ihr so eine Holzkonstruktion macht, es ist einfach schwerer vom Montieren her, ist aber nachher leichter vom Gewicht her. Hat alles Vor- und Nachteile. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu meinem Projekt habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin der Bambi Plattfuß. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.